mag gern das Arbeiten mit Aromen. Ich probiere daheim gern selbst herum mit Pralinen und erarbeite mir was und suche mir Zutaten zusammen, die zusammenpassen können. Und mag den kreativen Aspekt davon. Ich mag auch das Dekorieren, ich mag kleines, feines Arbeiten und dafür passt das halt genau. Es ist sehr genaue Arbeit, das gehört dazu. Es ist Arbeit, wo man mit Lebensmitteln arbeitet, dementsprechend hygienisch arbeiten muss. Also ich arbeite einfach sehr gern kreativ. Ich glaube, um erfolgreicher Chocolatier zu sein, sollte man sehr detailorientiert sein, weil es einfach sehr kleine, feine Arbeiten sind. Man braucht eine gewisse Fingerfertigkeit, eben Belastbarkeit in gewisser Hinsicht. Was sehr belastend sein kann, es ist eine körperlich sehr anstrengende Arbeit. Zwischendurch, es ist viel schweres Heben dabei, zwischendrin, es ist einfach den ganzen Tag auf den Beinen sein, ist am Anfang wahnsinnig anstrengend. Dann am Ende des Tages immer putzen, zwischendrin immer putzen, das gehört auch dazu. Also es ist grundsätzlich einerseits die Arbeit mit Schokolade selbst, also Sachen auswiegen, ausfertigen, schneiden. In einer modernen Firma ist das recht viel Arbeit mit Maschinen auch, mit Abfüllmaschinen, mit Schneidmaschinen. Das heißt, man muss sich da auch auskennen, die auseinanderbauen, wieder zusammenbauen. Roboter macht verschiedene Sachen. Und das, was wir heute gesehen haben, ist, dass er Pralinen für uns füllt, die wir dann nur mehr per Hand verschließen und die dann noch einmal getunkt werden und da quasi den letzten Schliff bekommen. Roboter werden aber auch die kleine Schokoladentafeln zum Beispiel gegossen, die gefüllt werden. Also es ist immer irgendeine Form ausgießen und dann eventuell füllen. Das ist das, was der Roboter macht und uns damit sehr viel Arbeit abnimmt, die wir sonst hätten, wenn wir es per Hand machen müssten alles. Als Bean-to-Bar-Unternehmen arbeiten wir von der Kakaobohne bis hin zur fertigen Schokolade. Allein der Bereich umfasst ein riesiges Spektrum an Möglichkeiten. Zum Beispiel bei uns im Unternehmen arbeiten wir mehr als 100 verschiedene Rezepte auf unseren Maschinen. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Gleichzeitig im ganzen Pralinen- und Konfektbereich gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, von süß bis zu salzig, im handgeschöpften Bereich. Also das gesamte Spektrum der Schokolade kann man bei uns anschauen und erleben und lernen. Die Spezialisierung danach ist je nach Talent, je nach Interesse. Bei uns ist es wichtig, vor allem Respekt vor den Rohstoffen zu vermitteln. Weil die Rohstoffe sind bereits die besten, die wir finden können. Insofern hängen wir sehr stark davon ab, wie die Rohstoffe weiterverarbeitet werden. Also aus einem schlechten Kakao können wir keine gute Schokolade mehr machen. Deswegen ist bei uns fairer Handel und Bio eigentlich auch so wichtig. Wir zahlen sehr gutes Geld dafür, dass wir den besten Kakao bekommen. Aber man kann auch den besten Kakao oder die besten Nüsse, die besten Zutaten auch ganz schön verhauen. Das heißt, der Respekt vom Rohmaterial ist ganz, ganz wichtig. Und das versuchen wir unseren Lehrlingen auch zu zeigen. Denn mit guten Rohmaterialien kann man super gute Schokolade machen, man muss nur wissen, wie man damit umgeht. Das ist der wichtigste Teil. Und dann natürlich Spaß am Experimentieren. Vor allem zu Weihnachten ist es natürlich viel zu tun bei uns. Das heißt, da sind die Tage oft auch länger. Aber gleichzeitig ist bei uns wirklich die Besonderheit, dass das ganze Team zusammenhält. Also man macht gemeinsam fertig, man hilft sich gegenseitig. Die verschiedenen Abteilungen wechseln auch untereinander durch, damit auch die Kollegen aus anderen Abteilungen mithelfen können und sehen, was der Job hier eigentlich so alles verlangt. Als Tipp für die zukünftige Generation von Chocolatiers oder Chocolatiers, also ganz einfach, Schokolade muss man mal mögen. Man sollte ein bisschen experimentierfreudig sein, das heißt sich auch nicht scheuen vor neuen Zutaten. Dazu gesagt, wir haben auch sehr viele Kollegen, die vegan leben. Auch in die Richtung, wenn man sich für eine gewisse Richtung in der Ernährung interessiert, diese Art von Spezialisierung kann auch wahnsinnig wichtig sein für das Berufsfeld danach. Wir brauchen diese neuen Gedanken, wir brauchen diese neuen Denkweisen, um uns auch selbst weiterzuentwickeln.